würde das gar nicht in diese Begriffe fassen. Es war anders. Also was definitiv schlecht war für mich, war, dass ich nicht meinen Wunschberuf anfangen konnte. Also ich bin sehr gut in der Schule gewesen. Ich habe die 10. Klasse, wie das so war im Osten, mit 1,0 abgeschlossen. Und war sehr gut in Sprachen und durfte trotzdem nicht direkt Abitur machen. Also bis ich 16 Jahre alt war, hat das irgendwie alles gepasst. Also was uns in der Schule erzählt wurde oder was uns vorgemacht wurde. Und dann habe ich selber erlebt, dass es eben nicht darauf ankommt, ob man gut in der Schule ist, sondern dass es darauf ankommt, ob man Beziehungen hat. Und andere haben eben Abiturplätze bekommen, denen ich das nicht neide. Aber die sind schlechter gewesen in der Schule als ich. Also es hatte nichts mit Leistung zu tun, sondern es hatte was damit zu tun, ob man gesagt hat, ja, man wird jetzt, weiß ich was, Pionierleiter oder macht irgendwas, was der Staat gerne hätte. Und ich bin nicht so erzogen worden. Und ich habe das auch nicht so vorausgesehen, dass es wirklich so sein könnte, dass ich mit meinen ganzen Einsen eben dann im Tagebau lande. Und im Tagebau haben wir dann gesehen, dass zwischen dem, was da gesagt wurde und geschrieben wurde und der Realität einfach riesige Lücken klafften. Ich konnte es am Anfang auch gar nicht glauben, diese Umweltzerstörung in so einem gigantischen Maßstab, das hat mich förmlich krank gemacht. Und das war auch so, dann hat unsere Brücke, also das war so ein Brückenkomplex, das ist einer der größten beweglichen Maschinenkomplexe der Welt gewesen, der stand den ganzen Tag und abends sind wir wieder hochgekommen zum sogenannten Drehpunkt, wo man sich umgezogen hat und von wo aus die LKWs da abgefahren sind. Und da stand dann, wir haben heute 130.000 Kubikmeter Sand gefördert und 90.000 Kubikmeter Kohle. Und alle von denen, die da waren, wussten, dass das totaler Quatsch ist. Wir haben gar nichts gefördert, weil die Geräte gestanden haben. Und das habe ich meiner Mutter erzählt, die ist Ökonomin. Und die hat nur gelacht und hat gesagt, du, bei uns ist es ganz genauso im Betrieb. Und ich habe dann immer gesagt, aber das kann doch nicht funktionieren. Das ist doch, wenn einer sagt, ich habe irgendwie 3 Kartoffeln geerntet, der Chef sagt zu seinem Vorgesetzten, es wurden 5 Kartoffeln geerntet, das ist ja nicht da. Ne? Das Bruttosozialprodukt ist ja nicht vorhanden. Und meine Mutter so, ach, ja, so ist das in der DDR. Wir erleben es ja gerade bei Trump. Ja, also man will das ja irgendwie gar nicht als Modell befürworten, ne? Aber es funktioniert und das hat auch verdammt lange in der DDR funktioniert. Und so war das halt, ja, dass dieser dann für mich ein Konflikt aufgebrochen ist mit der Lehre. Im Prinzip habe ich gesehen, wie das in der Produktion aussieht. Dann hat man Sachen gehört, da hat man natürlich auch die Leute meckern hören und so. Ich habe in Lauchhammer West, war ich im Internat, dort habe ich gelernt. Und da gab es sehr aktive Stasi-Offiziere, und zwar unter unseren Lehrern. Und die haben zum Teil die Schüler sehr aktiv und offensichtlich geworben. Und es gab einen Mitschüler von mir, der hat, da lag eine alte Stulle unter seiner Bank, als wir in die Klasse gekommen sind. Einfach hatte jemand seine Stulle vergessen. Und wir hatten Staatsbürgerkunde und dieser Staatsbürgerkundelehrer war ziemlich verrückt, würde ich sagen. Also der war schon durchgedreht eigentlich. Gott sei Dank auch schwer herzkrank, deswegen oft auch nicht da. Deswegen hatten wir relativ wenig Staatsbürgerkunde. Und jedenfalls wollte der von diesem Mitschüler, dass der diese Stulle isst. Mit dem Argument, in Afrika hungern die Kinder. Und hat der gesagt, das mache ich nicht. Und der hat das trotzdem von ihm verlangt und der hat sich geweigert und dann ging das hin und her. Also der hat die letztlich nicht gegessen und der ist dann aber nach der Stunde runtergegangen auf die Toilette und hat auf Toilettenpapier sich seine ganze Wut runtergeschrieben und hat das Stück Toilettenpapier unten ans schwarze Brett gemacht. Und das hat nicht lange gedauert. Da kamen welche und haben den dort einvernommen und der hat nie drüber geredet, was da im Einzelnen passiert ist. Aber das war so für mich so bemerkenswert, weil dieses kleine Vergehen
so geahndet wurde und auch so schnell, dass ich mir gedacht habe, das ist ein absolut faschistoider Staat. Die Leute werden in Angst und Schrecken versetzt. Und ein anderer, auch ein Klassenkamerad, der war nicht so gut in der Schule und dem haben sie immer gesagt, wenn du Politoffizier wirst, wenn du dich verpflichtest, dann sorgen wir dafür, dass du deine Lehre schaffst, dass du dein Abitur bekommst. Und er hat mir das erzählt und ich habe gesagt, mach es nicht. Ja, wenn du jetzt schon, er wollte nicht. Ich habe gesagt, weißt du, es gibt Menschen, die ohne Abitur glücklich sind. Lass dich einfach nicht mit denen ein. Wenn du jetzt schon weißt, dass du es nicht willst, dann tu es auch nicht. Und interessanterweise habe ich diesen zweiten Mitschüler vor 2 Jahren wieder getroffen beim Klassentreffen und der kam sofort zu mir und hat mir erzählt, weißt du, was ich heute bin? Der ist Bestatter. Bestatter? Ja, Bestatter geworden, total glücklich. Ja. Und ich habe mich so für ihn gefreut. Also nochmal zu dieser Freude, die wir empfunden haben oder die mich auch trägt, dass wir eben nicht mehr das System konnte uns nichts mehr. Ja, und wer das nicht versteht, das ist für mich der größte Unterschied. Freiheit, also auch das, was wir jetzt erleben, diese AfD oder Pegida, dieses ganze furchtbare Gerede und da werden Sachen gesagt, das hätte man sich vor 10 Jahren noch nicht vorstellen können, dass sowas öffentlich gesagt werden darf und nicht geahndet wird. Aber das ist auch ein Ausdruck von Meinungsfreiheit. Und das hat eben dieser Staat, die Bundesrepublik, hat mit ihrem Grundgesetz das manifestiert, dass man seine Meinung sagen darf. Und das ist für mich das größte Gut eigentlich. Also Freiheit und Meinungsfreiheit und auch, dass der Staat nicht politisch gegen seine eigenen Bürger vorgeht. Und das nervt mich total, wenn ich jetzt sehe, dass diese Aluhütchen sich die Leipziger Montagsdemonstrationen, also sich da angliedern wollen, weil das hat überhaupt nichts mit dem zu tun, was in Leipzig damals passiert ist oder mit dem, was in Berlin passiert ist. Ja, das war politischer Widerstand und jetzt geht es den Leuten einfach zu gut, die wissen gar nicht, wie gut es ihnen geht. Ne? Und könnte man sagen, macht mal 3 Wochen DDR mit, ne? Unter allen Bedingungen und dann wisst ihr vielleicht, worüber ihr redet.